So, herzlich willkommen zu Sherlock Holmes Chapter 1 Nummer 14. Wir sind glaube ich ganz gut vorangekommen, aber von der Spielzeit her ist auf jeden Fall noch eine Menge zu machen. Also es gibt halt immer wieder krasse oder viele Nebenmissionen, die tatsächlich auch eine lange Zeit in Anspruch nehmen und tatsächlich sehr, sehr tiefgründig sind und sehr, sehr weitgehend sind. Und ja, alleine für die letzte Nebenmission haben wir 1,5 Stunden gebraucht. Und davon gibt es halt super viele, super zahlreich. Und deswegen kann ich noch nicht mal im Ansatz abschätzen, wie weit wir hier noch kommen. Also das sind alles die Fälle, die wir schon gemacht haben. Das ist schon eine ziemliche Anzahl. So, was haben wir denn heute? Den eisernen Sarg, das leere Haus und Schatzinsel Runde 3. Da habe ich allerdings nicht so wirklich Bock drauf. Eiserner Sarg hört sich erstmal gut an. Wonderful good evening, Mrs. Lucinda. So. Ein mitgehörtes Gespräch weckte meine Neugierde. Basilio Coppello, Inhaber der bekannten Sicherheitsfirma Armo Coppello, wurde festgenommen. Er befindet sich in einer misslichen Lage, da in seinem Firmengebäude eine Leiche in einem Tresor gefunden wurde. Basilio Coppello beteuert seine Unschuld, aber die Faktenlage spricht gegen ihn. Er wird in einer Zelle der Polizeiwache festgehalten. Das war eine deutliche und klare Sache. John schlug vor, ich soll auch Polizist werden, oder zumindest vorgeben einer Zeugen. Jedenfalls sollte keiner der Verdächtigen wissen, dass ich kein Polizist bin. Jo. Wir haben dann schon mal das richtige Outfit an. Können wir uns so einen höhenlosen Hut aufsetzen und dann starten wir mal. Er wird an der Zelle der Polizeiwache festgehalten. Das ist schon mal gut. Ist also da oben. Na Lucy, wie war dein Tag? Bin ich mal gespannt. Der Hauptverdächtige ist ja in der Regel in dem Spiel selten der Killer am Ende. Also in den Verhörzellen ist er bisher noch nicht. Jetzt mal alle möglichen Cops rum. Ich frage mich, was die Cops hier machen, wenn die Zellen leer sind. Das ist mir echt so ein bisschen zu hoch, aber gut. Was soll's, ne? Was soll's. What a long day. Ach, hier kommen wir nie drin, stimmt. Das ist aber nicht, oder? Ach, hier. Das sieht doch nach ihm aus, Excuse me, ja. are you Mr. Capello? My name is Sherlock Holmes. I'm hoping you could spare a moment to talk. Manners, what a pleasant surprise. Most of your colleagues have lacked even the simplest of common courtesies. You're a suspect, sir, but not yet a criminal. I shan't treat you as such. Your case is refreshingly unusual, and I wish to get to the bottom of it. Manners and enthusiasm. Huh. May you go far, young man. What can I help you with? So, dann gucken wir uns den mal an. Augen, fokussierter Blick. Ordentlich. Modern und modisch. Verheiratet. Fest am Finger, Ehering. Oh. Sie prügelt. Frische Verletzung, Bluterguss an der Hand. Basilio Coppello ist der Inhaber der renommierten Firma Armo Coppello, die auf Cordona Tresor und andere Sicherheitsvorrichtungen verkauft. Derzeit sitzt er als Hauptverdächtiger im Mordfall Nicole
wo Daddy im Gefängnis der Polizeibeamte Quelle ist Anfang 40. Er legt großen Wert darauf, modern und modisch gekleidet zu sein. Augenscheinlich will er nicht seinen Frust über seine Gefängnisarbeit zeigen könnte, aber durchaus zu Gewaltausbrüchen neigen. Er hat Bluterguss an der Hand, womit möglich die Folge eines Kampfes sich vermittelt, ist sehr wichtig. Pragmatisch. Er ist ein pragmatischer Mensch, bei dem die Arbeit und Prinzipientreue an erster Stelle stehen. Obwohl er als Mordverdächtiger im Gefängnis sitzt, wirkt er ruhig und fokussiert. Er hat Bluterguss an der Hand, womit wusste er sich vor kurzem zur Wehr setzen. Ja. Ich kurz sagen, ja. You are surprisingly composed for a man accused of murder. Not so easily shaken, I take it. Life is full of surprises. You'd be astonished how many deals go sour due to a force majeure. One becomes skilled at adapting. I am confident this will all be set straight. Until then, I will endure. Much how you endure that injured hand. Those bruises look painful, but you seem barely aware of it. Were you attacked? No. A minor accident, nothing more. My heady days as a man out to prove his valor are far behind me. I now know that to succeed in life, one must stay calm and plan ahead. The world will turn your way eventually. And if it does not, then one must persuade it so. Please, tell me how you ended up in this situation. Well, this morning some clients arrived to finalize their purchase of a Capello modular safe. But when we opened the door, out tumbled a dead man. And I take it this wasn't normal? No, I normally keep my corpses in the wardrobe. Please, young man, spare me your wit. The rest of the day was a blur. I recognized the victim, and it seems so did the police. That was enough to make me the main suspect. Der öffnet doch keinen Tresor. No one. As it happens, we had a break-in last night. Nothing was stolen, but for insurance purposes, the report had to be made. So, police officers just happened to be on the premises when we discovered the body in the safe. Ganz ehrlich, der holt am Tag davor wegen Einbruchs die Polizei. Und dann öffnet er vor Zeugen einen Tresor, wo eine Leiche rausfällt, wo er weiß, dass da eine Leiche drin ist. Also aus meiner Sicht ist der Typ nicht der Täter. Der Einbruch in der Nacht davor könnte aber noch irgendwie was damit zu tun haben. You mentioned you were showing your wares to some prospective buyers when the safe was opened. Who were they? Clerks from the bank. They inspected the safe from top to bottom yesterday. I assumed the sale was just a formality at that point. And the safe was closed? It's usually open, but it locks automatically when the door swings closed. That's another marvelous Capello invention. Macht erst mal ein bisschen A Werbung. coffin that locks itself. Marvelous indeed. Help me grasp your movements yesterday. What time did you meet the customers from the bank, and did you have any other appointments? Yesterday, the bank clerks arrived at 10 a.m. Afterwards, I was alone in the office until my wife Augusta came in at 3 p.m. I left for home at 6:30 p.m. And what about this morning? Our meeting for the demonstration was set for 9 a.m. I arrived about half an hour prior in order to prepare. I have one final inquiry. Do you recall the time at which the safe door was closed? Young man, I may just as well ask you when you closed your cigar case. I have opened our safes 12 times a day for 12 years. I do not recall. I'd like to inquire about the burglary. I'm not sure I see the connection. But if you wish to know more, talk to Billy Lloyd, the night watchman. He scared off the thief. Was it also Billy that discovered the burglar? No, my wife did. She had stayed late yesterday. Poor Augusta. At least she's safer with the police than at home alone. You say you became the suspect when the police identified the victim. Is there history between you? Surely you jest. That man and I have never met, and never would, unless he became the first deity in history to use our products. Some sort of family feud? I'm afraid I'm not familiar. You must be new to Godona. It's an old tale. Back in Italy, generations ago, the Dettis tried to ruin our family business. They nearly succeeded. The Capellos rightfully struck back, but there has been bad blood ever since. And does that blood flow in you too? I told you, sir, it's an old story, or it was. I fear this horrible event portends worse to come. My wife may be in danger as we speak. Well, Mr. Capello, I think that's all I need from you at present. Where can I find your office? Here, take my card.
Billy should be on site to assist with the investigation. And please, sir, would you check on my wife before you depart? Thank you. I will endeavor to speak with her before I leave the station. Please, treat her gently. Women lack our resilience when it comes to ordeals like this. I shall eagerly await your return. After all, there's little else I can do. Richtig. Interessant. Okay. Also es gab eine Fehde zwischen den Familien des Opfers und der Familie des Hauptverdächtigen. Dann hört es aber auch schon fast auf. Basilio Coppello hatte für potenzielle Käufer ein Tresor geöffnet und gab an, über die schreckliche Entdeckung ebenso überrascht gewesen zu sein wie die anderen Anwesenden. Er erwähnte die Familienfehde zwischen den Dettis und den Coppellos, teuerte jedoch Niccolò Detti nie persönlich begegnet zu sein und reine Konflikte mit ihm gehabt zu haben. Mr. Coppello erwähnt, dass am Abend zuvor das Firmengebäude eingebrochen worden war, was durchaus etwas mit dem Mordfall zu tun haben könnte. Für den Fall relevante Personen Nachtwächter Billy Lloyd, die nicht im Firmengebäude von Armo Coppello in der Adlerstreet aus der St. Clemens Street Kathedrals gelebt haben, kann Mr. Coppellos Gattin Augusta Coppello, die sich derzeit auf der Polizeiwache befindet. Der Einbruch ereignete sich am späten Abend, wurde von Augusta Coppello sowie von dem Nachtwächter Billy Lloyd bemerkt. Offenbar wurde nichts gestohlen. Gestern gegen 10 Uhr, Mr. Coppello demonstriert seinen Kunden von der Bank den Tresor. Der Tresor ist offen. Bis zur Ankunft seiner Gattin Augusta arbeitet er alleine im Büro. 15 Uhr, Mr. Coppellos Gattin trifft im Büro ein. 18:30 Uhr, Mr. Coppello verlässt das Büro und geht nach Hause. Heute gegen 9 Uhr, Niccolò Detti wird tot im Tresor aufgefunden. Mr. Coppello wird das Hauptverdächtige festgenommen. Okay, denke, das ist relativ klar erstmal, wie es abgelaufen ist. Dann suchen wir jetzt noch Mrs. Coppello. Ich werde auch heute nur diese eine Mission hier machen. Mrs. Coppello, please wait in the office. The inspector will be here soon. Kommt das denn jetzt her? You must be the inspector. Would you be Thank you. Augusta Capello? Must I really repeat myself to every baby-faced man in uniform that strides in? Forgive me, I am not the inspector, but I am working on your husband's case. Then I have nothing to say to you. Come back with the inspector in charge so that we may dispense with the endless repetition. So, und beobachten wir die alte Oma. Gläserner Blick nahm vor kurzem Laudanum ein. Harfe. Abschiedsgeschenk 1875, goldener Hafenanstecker. Spuren nervösen Herumspielens. Augusta Coppello ist die Gattin des tatverdächtigen Basilio Coppello. Sie ist Ende 20, war früher Musikerin und arbeitet jetzt in der Firma ihres Gatten. Sie spielt aufgrund ihrer Stresssituation nervös an ihrem Ehering herum. Sie haben vor kurzem Laudanum einscheint an dieses Beruhigungsmittel jedoch nicht gewöhnt zu sein. Emotionaler Mensch. Augusta Coppello ist die Gattin des tatverdächtigen. Sie spielt aufgrund ihres rastlosen Charakters nervös an ihrem Ehering herum. Sie nahm vor kurzem Laudanum ein und greift möglicherweise regelmäßig zu diesem Beruhigungsmittel. Ich nehme an, das steht unter Schock. Whilst I prefer German composers, the harp solo from Lucia di Lammermoor stands out as one of Donizetti's finest contributions to the form. I'm sure Basilio thought the same. He did. How? Did he tell you how we met? Oh, there was no need. It is trivial to observe how much you value your memories of playing harp in the orchestra, and even an amateur Italian harpist would be familiar with Donizetti's finest work. Yes. Music is a balm. Ja, jetzt siehst du dem Ernst böse aus, ne? It is nice to meet another who appreciates it. Much as I appreciate the truth. Please, Mrs. Coppello, let me help you and your husband. I am not unappreciative, sir. But I'm afraid I presently lack the strength. Basilio tells me you were present during the burglary yesterday. What can you tell me about it? Oh, it gave me such a fright. I fainted, fell to the floor. I wish I could help you, but, I'm just utterly useless. Please, I want to rest before the inspector arrives. Were you familiar with the deceased man found in the safe? No, I did not know him, nor can I conceive of how the poor soul ended up there. You've had quite the day, Mrs. Coppello. I shall leave you be. If I have further questions, I may visit again later.
Okay. So. Tja, also jetzt am Ende ging das doch, oder? So mit dem Gespräch mit der Alten. Firmengebäude von Arme Kapelle in der Eyler südöstlich der St. Clemens-Kathedrale. So, dann wollen wir mal. Also wie gesagt, ich werde heute Abend nur diese eine Mission machen. Ich will danach noch ein bisschen Zweit spielen. Aha, Amor Capello. Und Lucy kann wieder den Bannhammer schwingen. Das war ein sehr seriöses Geschäft aus. Ill-fitting pants, wonky nose, and hair that appears to have been cut by your own hand. You must be Billy Lloyd. Oh, it's you! I knew you'd come. You did? You're Mirko Gallia, the best investigative journalist on Cordona. I'm a fan of your work. Alas, you're mistaken. The name is Sherlock Holmes, and your employer... Oh, of course. Discretion. I'm sorry. I doubt the policeman upstairs heard me, though, so your secret is safe with me, Sherlock. Der ist schon mal ein bisschen seltsam, ne? Also jetzt nicht direkt verdächtig, aber auf jeden Fall seltsam. Mit seinem Gehabe, sag ich jetzt mal. Augenblick. Mr. Capello told me you were present during the burglary and scared the criminal off the property? There, you should have seen it. As soon as the burglars saw me, they went white as death. Ran out the back door of the office. I heard a thud and cat shrieks, so I think they went over the railing and into the bushes out back. Clearly, my reputation precedes me. Mr. Capello was so proud. You're a guard, but you didn't give chase. Well, by the time I made it outside, they were miles away. So I went back to help Mrs. Capello. That kind of gentlemanly courtesy is why I'm so well regarded round these parts. What did the thief look like? Shorter than me, mid-20s, a huge scar across the right cheek going from the eye. Short hair. She didn't look like a ghost. Too corporeal. Hold on. She? You didn't think to mention the burglar was a woman? Why did you assume it was a man? It's the 19th century, sir. Ambitious young women are out there pursuing a career, and I, for one, encourage it. Yes, spare me the sermon. When did the burglary happen? After 10 in the evening. I was just talking to Mrs. Capello. Does she normally work this late? No, it's the first time it happened. Usually I'm alone at night. I was explaining to Mrs. Capello how drinking water every 3 hours can help with digestion, when she excused herself and went back upstairs. Then there was a scream, and I ran up to the office, and... I know what happened next, thank you. What about last evening? Do you have any more details about the break-in? Of course. I write down everything that happens during my watch. Take a look. Fastidious in its mundanity, but I will make of it what I can. I must go and inspect the crime scene. If I have further questions, Mr. Lloyd, I will find you. Oh, don't worry. I won't be able to keep away. Right. Dann lesen wir uns mal durch, was er geschrieben hat hier. Einbruch bei Armer Capello. Der Einbruch ereignete sich am späten Abend, wurde von Augusta Capello sowie vom Nachtwächter Billy Lloyd bemerkt. Offenbar wurde nicht so schön. Die Einbrecherin
hat am Abend das Gebäude und bei der Hintertür des Büros. Zu der Zeit befinden sich normalerweise nur über die Leute im Gebäude. Mr. Lloyd hörte, wie sich die Einbrecherin durch das Gebüsch im Hinterhof davon machte. Gestern gegen 10 Uhr Mr. Capello demonstriert seinen Kunden von der Bank den Tresor. Der Tresor ist offen. Bis zur Ankunft seiner Gattin Augusta arbeitet er allein im Büro. 15 Uhr Mr. Capellos Gattin trifft im Büro ein. 18:30 Mr. Capello verlässt das Büro und geht nach Hause. 19 Uhr Mr. Lloyd trifft im Büro ein. Begrüßt Mrs. Capello. 20:04 Uhr Mr. Capello kehrt über die Hintertür ins Büro zurück und spricht mit Augusta. 20:09 Uhr Mr. Capello geht nach unten, um nach Mr. Lloyd zu sehen. 20:17 Uhr Mr. Capello verlässt das Büro wegen eines Geschäftsessens. Mrs. Capello bleibt im Büro, um weiterzuarbeiten. Mr. Lloyd liest am Vordereingang ein Buch. 22:11 Uhr Mr. Capello verlässt das Bürozimmer und geht nach unten, um sich mit Mr. Lloyd zu unterhalten. 22:32 Uhr Mr. Capello geht zurück nach oben. Mr. Lloyd hört sich schreien, als die Einbrecherin sieht. Einbrecherin kommt, der Tresor ist geschlossen. Heute gegen 9 Uhr Nicole Rodetti wird tot im Tresor gefunden. Mr. Capello wird das Hauptverdächtige festgenommen. Davon hat uns Mr. Capello gar nichts erzählt. Dass er nochmal über die Hintertür ins Büro zurückgeht und mit Augusta spricht. Das ist jetzt tatsächlich seltsam. Muss ich sagen. They sell door locks, padlocks. No Sherlocks, though. Probably for the best. Imagine dealing with two of you. Ugh. Oh, das war schlecht übersetzt gerade. Er hat gesagt, man kann Doorlocks, irgendwas anderes Locks aber keine Sherlocks kaufen. Das wurde so schlecht übersetzt. Weil stand nichts mit Sherlock da. Strength, security, peace of mind. Tacky. Well, you know, that's your opinion, good sir. The best on the market. You can wallop them, you can burn them. Nothing will work. I bet he tested that himself. Mr. Lloyd, die standardmäßig verwendete Kombination für alle Tresore im Firmengebäude lautet 00130500. Weiteren möchte ich Sie darum bitten, Ihre Wäsche zukünftig nicht mehr in unseren Tresoren aufzubewahren. Unsere Produkte sind keine Kleiderschränke. Halten Sie sich daran oder ich muss unser Arbeitsverhältnis überdenken. Freundliches Mr. Capello. Aha, okay. Er war also nicht ganz zufrieden mit Mr. Lloyd. Ach Gott, ich wollte gerade sagen. Und was haben wir hier? Wouldn't want to be in his shoes. I'm a bit claustrophobic. Bruises, torn nails, bleeding was severe and continued at length. Bulging veins, cyanosis, bloodshot eyes, odd foaming in the mouth. Schaum am Mund. Spricht für irgendeinen anaphylaktischen Schock, also vergiftet? Aber das Clear Blut. indications of blunt trauma, possibly inflicted before the victim was in the safe. Clothes are not fully buttoned. Was the victim dressing or undressing? Blood on the safe door could have been left by the victim. What a rotten way to die. Yeah, what a shame. Oh, why do I get the worst jobs? The bottle is half empty. A wine, well enjoyed. Also Lucy, wenn dir jetzt was einfällt, ne, dann bist du immer gern willkommen.
Recently used, but why would it be here? Actually... No. Do you know anything else about the dead body in the safe? Well, there is the rule of threes. You can survive 3 weeks without food, 3 days without water, 3 hours in harsh weather, and 3 minutes... Of you talking? Without air. I'm sorry, did you say something? No, very enlightening, Mr. Lloyd, thank you. Is this code memo still valid? Oh, yes. It's the same combination code everywhere. It corresponds to Mrs. Capello's birthday, actually. In fact, during this year's celebration, I was allowed a sip of champagne. That's when I had to dry my trousers, and then I had to... Okay, thank you, Billy. Actually... No. Actually... No. Have you noticed anything different about Mrs. Capello recently? Not really. She talks to me more when I start my shift. Probably because of the 100 Best Curry Recipes book I'm reading. Oh, and we've been running out of paper a lot lately, so she often sends me out to buy more for her. She's very particular about the paper we use. Only one store on the island stocks it, and it's on the other side of the town. But I'm really fast. Interesting, thank you. Sherlock Actually, packt einfach einen Hund ab. What can you tell me about Mr. Capello? he's a good employer, but very focused on work, and very serious about security, of course, since he employed a night watch of my caliber. Not everyone appreciates his strict business approach, though. Store clerks don't seem to last long in the office. Good to know. Affäre. So. Mal gucken, was da für Schaum jetzt Scheißzeug aus seinem Mund kommt. Ich das hier nie macht. Ach, das müssen wir. Das ist ja ekelhaft. Der Tüte und Augusta wurden vom Eingang überrascht und haben ihn da reingesperrt. Der Schaum am Mund rührt von einer leichten Alkoholvergiftung her, höchstwahrscheinlich durch den Konsum von Wein. Also eher nicht. Das würde jetzt deine These entkräften. Erstickungstod am wahrscheinlichsten am Moment des Todes in Schaum zu können. Schaum am Mund rührt von einer leichten Alkoholvergiftung her. Tote hat Blutergüsse auf den Händen und eingebissen Fingernägel. Freiständige Fremdeinwirkung zurückzufinden. Er hat versucht, die Tür aufzukriegen. Er hat versucht, befinden sich blutleichte Kratzspuren und sind zu erkennen, die vom Toten verursacht worden sein könnten. Anzeigen eines stumpfen Traumas auf der linken Seite des Kopfes, aber nicht festzustellen, dass für das stumpfe Trauma am Frisur. Er hat Kopfhörer für die Kleidung des Toten ist nicht vollständig zugeknöpft. Die Kleidung des Toten ist nicht vollständig zugestellt. Nee, Lucy, der hat Alkohol getrunken und der war angezogen, ausgezogen möglicherweise.
Also der kommt da dann nie ausgezogen rein und erwischt die beim Geschlechtsverkehr. Oder was sagst du? Falsch. A concert program from 7 years ago. An Augusta LaDuca is listed as a harpist in the orchestra. Kick an, Augusta hat mal in einem großen Orchester Harfe gespielt. Sehr schön. Augusta, leider fehlt mir heute die Zeit für ein persönliches Gespräch, da ich einen wichtigen Kundentermin habe. Nichtsdestotrotz mache ich mir wirklich Sorgen, weil du immer zu solch später Stunde arbeitest. Scheinst das gerne zu tun, da wollte ich es persönlich ansprechen, aber nun denke ich, dass wir uns einmal darüber unterhalten sollten. Wird für mich ein Kompromisslösung, Basilio. Ah. Oder der Tote ist die Affäre. 2 theatre tickets for Shakespeare's Othello. The performance is tomorrow. Have to respect the classics. I swear I just saw a lion out there, on the railing. Ja, Basilio-Quelles Terminplaner. Basilio-Quelles Terminplaner sind dessen Termine für nächste Wochen aufgeführt. Einige der letzten Einträge sind interessant. So traf Mr. Quelles zum Beispiel vor einigen Wochen ein Detektiv. Zudem sind 2 Tage mit dem Kommentar der Tresor versehen, und zwar der gestrige und der heutige Tag. Dann hat sie den Lloyd-Typen oder so gerufen und er hat ihr geholfen, weil er an sie verliebt ist. Gut, irgendwie ist so ein bisschen am Ankratzen gewesen. He clearly needs a better work-life balance. Lucy, ey. Na, mal gucken, ob das stimmt. Schlüsselbund fürs Firmengebäude, ne? Das ist schon mal schön. Niccolo, Erbe der Familie Detti, wieder in der Heimat. Niccolo Detti, einer der Erben des Familienimperiums der Detti, ist auf die Insel Cordona zurückgekehrt, nachdem er 12 Jahre lang auf dem Festland studiert und gearbeitet hat. Zu seiner Zeit ist Orazio Detti nach Italien aufgebrochen, was darauf hindert, dass Niccolo die Familiengeschäfte auf Cordona übernehmen wird. Wir werden sie über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden halten, weil sie für Copello um eine Stellungnahme bitten. Bereits seit über 2 Jahrhunderten sind die Copellos und die Dettis verfeindet. Auch wenn es in den letzten Jahrzehnten ruhig um die Familienfehde wurde, so erinnert sich dennoch manch einer an die Zeit, als sich Gonzalo Detti und Vittorio Copello gegenseitig das Leben schwer machten. Wir hoffen, dass der Frieden dank Niccolo Dettis so jugendliche Aufgeschlossenheit bei Basilio Copellos und aufgedrückten Geschäftsgebaren bewahrt werden kann. Okay. Eins fehlt noch. Signor Copello, wie ich erfuhr, wird Niccolo Detti bald wieder nach Cordona ziehen. Wir wissen nicht, was das für die Zukunft der Familie Detti bedeutet, aber zumindest Orazio scheint in Rom zu bleiben. Ich möchte Ihnen hiermit im Interesse der Gesamtfamilie dringend raten, jeglichen Kontakt zu Niccolo Detti zu vermeiden. Natürlich besteht nicht der geringste Zweifel daran, dass Sie sogar im Falle einer Provokation Haltung bewahren würden, aber wir wissen nun einmal nicht, was die Dettis vorhaben. Seien Sie auf der Hut und setzen Sie nicht den guten Ruf Ihrer Familie aufs Spiel. In Bocca al Lupo, Naldo Gilani, die konnten ja gar keine Affäre anfangen, weil der gerade erst wiedergekommen ist, oder? Well-organized workplace? Mr. Capello is the best. Okay, this chap is seriously creepy. Ja. I know of it, but forgot. Do you know whose keys these are? Probably Mr. Capello's. Police took him so suddenly. I have the same set, but it's more efficient. Has fewer keys. So you don't have access to the entire office? No. Only Mr. and Mrs. Capello have the key to the back door. Do you know anything about these entries? No. But Mr. Capello is so well organised. I use a different method. Very popular among the Buddhist monks. You create an attic in your mind and... I'm familiar. Keep it tidy, put only necessary information in, remove unnecessary information regularly. What? No, it's called an attic. You just stuff it with everything. You never know what might prove helpful someday.
that is profoundly upsetting. Do you know what this note might be about? I cannot presume to know another's mind, of course, but I think Mr. and Mrs. Capello have been having some familial difficulties, probably due to their lack of children. One of my oldest friends helps couples with their relationship troubles, and he always says... You don't have to continue. Oh, well, he says that to me as well, but I'm perfectly happy to. No, I insist. Wir von ihrem Mann weg und wollte ihn anheuern. So. Don't forget about the cats in the bushes, Sherry. Johns Tagebuch. Er gibt mehrere Chancen. Leute, hat ihn verwirrt, sich irgendein Nutzen auszieht, die Familie wieder zu ihrem Rache. Echt verbotenes Geländer. Keine Anzeichen eines Einbruchs, sehr komplexes Schloss. Ach Leute, mit Dietrichen. Warum lassen Leute im Kriminalroman immer was fallen? In dem Fall die The letter Dietrich-Packung. F is inscribed within a 4-leaf clover pattern. A comprehensive set of lockpicks, recently cleaned with no fresh scratches. Casse-muraille. Walk through walls in French. Our thief seems rather arrogant. Mhm. In dem Beruf fand ich Dietrich im Gebüsch, die erst vor kurzem gereinigt worden waren, finden sich in einer Tasche, die mit einem F und einem verwirrten Silbertrill verziert ist. Auf der Rückseite steht etwas geschrieben, Passe Morey, französisch für jemand, der durch Wände gehen kann. Mhm. Wo können wir das denn jetzt nachlesen? Ich würde mal sagen, Polizeirevier, wieder scheinbar um Einbruch. Weil ich selbst keine Kriminalromane gelesen habe und deswegen nicht auf alles achten, aber es ist ja echt nervig. Was meinst du jetzt, war das nervig? Ja, das sind wir richtig so. Wir sind bei Manu Eigentumsdelikte. Felicia Sevin, 26 Jahre alt, führt für die Bande Hinterhofmeute Einbrüche durch. Die Bande hat ein Versteck in der Clay Street im Zentrum von Miners End. Auf der rechten Wange hat sie eine auffällige Narbe. Sie macht widersprüchliche Angaben zum Ursprung dieser Narbe, hat sie aber bereits seit ihrem 18. Lebensjahr. Sie geriet auf die schiefe Bahn, nachdem ihre Eltern vorher sehr ums Leben gekommen waren und sie ihr Erbe aufgebraucht hatte. Sie wurde bereits mehrere Male festgenommen, erhielt jedoch aufgrund ihrer Kooperationsbereitschaft stets vergleichsweise milde Strafe. Maybe it would be wise to take a look around outside before we enter. Just...
Forschung von einer Unterschrift der Bande Hinterhof Meute. Die Ohren offen zu halten, um vielleicht etwas zu erfahren, was unsere zweifellos verlesene Information sein könnte. Clay Street im Miners End. Die inkompetenten Einbrecher sind nervig. So, Miners End. Clay Street. Oh, mal gucken. Die Frage ist, macht das Sinn, sie hier als... Nee, Osten ist falsch. Westen. Was? Die Frage ist, macht das hier Sinn, sie als Polizist zu verkleiden? Ich bleib einfach mal als Polizist verkleidet. Do you know anything about this? Why don't you go ask other coppers? Das ist, was ich meine. Der Hut misst vielleicht immer ab. May I ask for your assistance? You know nothing of life. Deal with it by yourself. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Other gangs are planning an attack on the backyard, boys. The pipe is looking for information. Außer wenn ich mal was in der Pipe benötigen, wo er anzutreffen ist. John hatte recht, bei der Hinterhofmeute scheint hier etwas zu tun, da die eigentlich sehr erfahrene Einbrecherin Felisa Sevin beim Einbruch in das Firmengebäude von Amor Capello erwischt wurde, scheint die Hinterhofmeute stutzig geworden zu sein. Die Bande glaubt, dass sie von einer anderen Bande in die Falle gelockt wurde und dass womöglich auch bald ein Angriff dieser Bande erfolgen könnte. Fahren zu Honest Pipe, die hinten Informationssammler, der Hinterhofmeute seinen Bettler zu sich beordert hatte, um Informationen zu erhalten. The Pipe hält sie auf dem Marktplatz im Marktbrot im Zentrum von Myers auf. Alter. Das ist so normal, John-Stück war. John hatte recht, für den Hinterhofmeute scheint sie etwas zu tun, als sie eigentlich sehr erfahren einbrechen will. Was muss ich mir denn hier verkleiden? Zur Market Street. Na guck. Wir haben mal wieder eine Zeitschrift begründet. Beide Augen zugedrückt. Nur wenige Jahre nach der letzten Tragödie nahm man erneut ein Duell der Blindduellanten natürlich Ende. Nach dem letzten Todesfall hatten viele gedacht, dass diese antiquierte Freizeitbeschäftigung
großtuerische Aristokraten nun endlich ein Ende haben würde, doch offensichtlich war die Dekadenz der Menschen unterschätzt worden. Ich von Schopf wurde erschossen, das wäre Blätter freiem Fuß, es wäre längst überfällig, diesen Unsinn gesetzlich zu verbieten. Wir sollten mit dem Finger auf all jene zeigen, die diesen lebensgefährlichen Sport romantisch verklären, damit nicht noch mehr Menschen ehrlich von Schopfs Schicksal treiben müssen. So, wo muss ich denn jetzt hin hier? Ja, jetzt ist es nicht nur eine Familienfehde, sondern noch eine Auseinandersetzung zwischen zwei Banden. Fernseher auf jeden Fall, aber das wird mir jetzt ganz schön unübersichtlich hier, muss ich sagen. So, und hier ist irgendwo dieser hinkende Typ. Buy some clothes and help me feed my family. Despite being used, these goods are... I've nothing left in stock. One man's trash is another man's furniture. Hello, mister. I have some information for you. I'm not interested in the advice of a man like you. Move aside. I've places to be. Halt verkackt. Was hätte ich denn da machen müssen? So angezogen wie er kommen oder was? Ich sag mal, die Klamotten dafür hätte ich ja quasi. So quasi. Scheiße. Naja, da müssen wir uns wohl beschießen mit diesem Typen hier. Was eine Scheiße. Our clothes will be worn well, take my word. Tja, Luzi, das halt verkackt. Ja, jetzt wird wieder ein bisschen rumgeballert. Don't cry, you'll live. Diese Gefechte sind einfach nur so Zeitverschwendung. The snuff's ready. Ich finde die wirklich echt Zeitverschwendung. Time to knock this guy out. I couldn't miss the party. No more crime for you. The snuff's ready. Dodge this! We can overcome the brute now. Don't cry, you'll live. Take a rest, my friend. Oh, ist noch nicht vorbei.
Und jetzt lädt er nach. Oh, Sherlock, Alter. Nein! Scheiße. Hab ihn voll umgelegt, den Typen nur. Give him the pepper snuff. I'm gonna hurt you. Hey, you could have kept him alive. Ich hab wieder ihn umgelegt. Führte 5 Gegner. Okay, Oh. okay, I give up. Oh Mann, 2 Leute umgelegt. John ist nicht amüsiert. Sorry, John. So, ein Verhörzimmer ist so. Hi, Felicia. This seems a better place for our conversation. I hope you're more talkative than your friends, Miss Sevigny. You can't do anything. You're not even a policeman. And I didn't do it. I didn't do anything. Is there nothing you didn't do, Miss Sevigny? Thieve for the gang, break into the Armor Capello office, kill Niccolo Detti? What? Kill? I didn't kill nobody. No, How? So you admit the rest. I suppose you won't mind explaining some things to me then. So, dann beobachten wir mal die Alte. Bei mir war eine hässliche Narbe im Gesicht. Sonderbare Kette, Versteck für Niedrige. Sehr witzig. Doppelseitige Jacke. Kratzspuren am Bein. Felicia Sevin ist 20 als Einbrecherin wie auch als Steven berüchtigt. Ihre Hose ist aufgerissen und an einem Bein sind Kratzspuren zu erkennen. Folgend ihrer hastigen Flucht von Tote bei Armor Capello. Ihren Hals zielt eine Kette zum Verstecken von Niedrigen. Trägt eine doppelseitige Jacke. Sie ist in der Lage, bei den geringsten Ansehen von Bewohnern Umwelt von Tote zu verschwinden, als wäre sie nie dort gewesen. Stell dir Können zur Schau. Die stellst auf ihr dubioses Handwerk und trägst auch zur Schau, zumindest für das geschulte Auge. You were in the Armor Capello office yesterday evening, Miss Sevigny. The same place that Niccolo Detti was found dead today. What happened? How would you know? You can't prove anything? It's written all over you, Miss Sevigny. I presume you did not intend your evening to end with a fall over the railing and a fracas with felines. Need I continue? Zut alors! It was just a job, nothing else. I was asked to come. Here, see for yourself. I don't know who hired me, but I think they wanted to pin the crime on me. Poor Niccolo. When were you offered this job? Ah, mon Dieu. I don't remember precisely. I think the letter arrived around 9:30 in the evening. It sounded tricky, but the money was good. And you arrived at the office? Perhaps 45 minutes later? I am very good, sir. I was in and out in 5 minutes. I don't like lies. No, wait. Okay. It took 15 minutes. All right? Still impressive, no? You knew Mr. Detti, how? Niccolo and I grew up together. I hadn't seen him in years, then ran into him on the street, smiling with some lovely lady on his arm. And that was the last time you saw him alive? Wait, until I found him dead yesterday. That same woman was there, too. It can't be coincidence. You saw a woman in the office? Mm-hmm. She started screaming, so I slammed the safe door and ran when I saw a guard coming. Your thieving days may well be over, Miss Sevigny. Until this matter is resolved, you will remain here. Good day. Oh, Sherry, disappointing. We were putting on a show and you call it off halfway through. Oh nein. Ich verkack alles hier heute. Ich spule nochmal zurück. Und verkleide mir jetzt Kopf.
Ja, ey, schau mal, du hast es ja sogar noch gesagt, dass ich wie so ein Stripper aussehe. Nee, das war meine, das war des Floaters Schuld. Wollen wir mit dir Here we quatschen are, hier? Miss Sevigny. A place where we can talk about all... Is there nothing you didn't do, Miss Sevigny? Thieve for the gang. So, also nochmal die Halskette. Dann die Jacke. Die Kratzspuren. You were in the Armor Capello office yesterday evening, Miss Sevigny. When were you offered this job? Ah, mon Dieu. You knew Mr. Detty, how? Niccolo and I... And that was the last time you saw him alive? Wait. Until I found him dead yesterday. Your thieving days may well be over, Miss Sevigny. So. Schließlich Civil stand den Einbruch im Büro von Armut Capello begangen, sondern den Auftrag erhielt sie von einer ihr bekannten Person, die sagte aus, dass sie die Frau, von der sie beim Einbruch im Büro ertappt worden war, einmal zuvor auf der Straße gemeinsam mit Niccolo Detti gesehen hatte. Sie sollen vergnügt ausgesehen haben. Felicia Civil befindet sich sehr im Gefängnis, wurde selber im Gewahrsam. Okay, Lucy. Du scheinst nicht ganz unrecht gehabt zu haben. Ich sag mal, Miss Capello arbeitete lange. Also sie bearbeitete jede Nacht einen anderen scheinbar. Da ist sie ja noch. What exactly was your relationship with Niccolo Detti? Who? What are you talking about? Madam, please, a young woman dedicated to her music and an enthusiastic artist. Your marriage to Basilio could not have offered all you needed. And then about 6 months ago, you met Niccolo Detti. There was a spark, you started to see each other. It brought passion back into your life. How could you... But your tryst didn't go unnoticed. Felicia Sevigny spotted you with Niccolo, but rather than cease your affair, you took care to avoid the public eye. You started working with your husband at the office, and met your lover there in the evening after Basilio departed. Billy would not notice, and you hoped neither would your husband. Do I have this right so far? Yes. I love Basilio, I truly do. But his first passion is his work. I respect that, but it left me adrift. Niccolo. Oh, sweet Niccolo. He was the man I needed. If he had had any other name, I would have talked to Basilio. Das war nicht so clever. But he was a Detti. And your husband suspected something. I think he did. He asked questions. Billy's schedule was moved forwards here. Yes, he suspected. And thus we arrive at the heart of the matter. How did Mr. Detti end up deceased in the safe? I do not know. Madam? I don't know anything about his death. Are you sure this is how you wish to proceed? It is the truth. Please, just leave me be. Zeidebulle. Da gab direkt eine Trophäe. Beschuldigen. Apologies, Mrs. Capello, but I must go. Tja, Lucy. Augusta Capello hatte einige Monate lang eine Affäre mit Niccolo Detti, bevor er starb. Sie glaubte, dass ihr Gatte misstrauisch geworden war und deswegen die Geschichte des Nachtwächters mit Billy Lloyd vorverlegte. Sie weigert sich weiter Einzelheiten Abend zu erzählen, an dem Niccolo Detti starb. Ja, denke ich auch.
Passt halt auch, dass Mr. Lloyd gesagt hat, er ging um 18:30 Uhr nach Hause. Und laut Tagebuch von John Peaser, Billy meine ich, kam um 20:04 nochmal wieder. Ich denke auch, dass er das war. Oh, what a long day. Der I'm war aber. afraid I have nothing to add to this. Were you aware of this, Mr. Capello? Of the relationship between your wife and Niccolo Detti? Enough! I will not hear it. Augusta is an impressionable woman feeling the stress of this horrible situation. She does not understand what she's saying. I see. So, you think... I think that if you want to help, you should stop bothering my wife and find the criminal responsible. Ja. I'm afraid I have nothing to add to this. I'm afraid I have nothing to add to Ja, der this. hätte ja noch was zu sagen können. Another question? Mr. Capello, have you anything to say about the burglar's claims? Not a whit. The woman is a liar and a criminal. I don't give it the slightest credence, and neither should you. Not much to say. I'm sorry. Aber wer hat die Frau angeheuert, da einzubrechen? Another question? I'm interested in some entries in your diary that may prove important. Could you elaborate on these ones here? Bene. I won't name the detective, but rest assured that is unrelated to the investigation. It is just one of our clients. And those safe entries are about an interested party who was going to purchase the product. We met yesterday, and today were to finalize the transaction. Alas, that opportunity is no more. You've been a good help. What was your intent behind this note? This is private, young man, and hardly relevant. Its relevance, as it were, remains to be seen. My wife Augusta joined me in business half a year ago, but works late hours. I worry because I love her. What else do you need to know? I appreciate your candor. I'm afraid I have nothing to add to this. Another question? How long have you known your wife, Mr. Capello? How is that relevant, young man? Please, I need a complete picture of all the parties involved. Consider, perhaps, the possibility that the burglar was targeting your wife. It seems unlikely, though if a Detti was out to threaten my wife... We met 7 years ago. Augusta was a harpist with an Italian orchestra. The passion in her eyes back then. I am glad she still has some of it now. And you and your wife get along well? I love her most dearly, and I know Augusta loves me. I fear someday she may be bored at work, but I try to give her all she wants. Is this note still valid? Oh yes, we use this code by default for each safe. Now sometimes a buyer may ask to see how it can be changed, but I always reset it afterwards. And the safe containing the body used the default code, I presume? As it happens, no. In my demonstration, I wanted to show the bank clerks how easy it was to set a different combination. Interesting. Thank you. I will return. Hast du jetzt noch irgendwas zu sagen, Lucy?
Und guck nochmal, ob ich nochmal mit Billy Lloyd drüber sprechen kann. Ich muss kurz nachgucken. Achso. Ach, Lucy, du bist nicht aufmerksam. Ich bin überaus enttäuscht. Achso, okay. Dein WLAN ist nicht aufmerksam. Ich bin überaus enttäuscht von deinem WLAN. So. Was liegt denn hier hin? Ach, hier ist der Hintereingang. Das Glas wurde versteckt. Aber wie kann... Oh, actually... No. I don't know. Wie kann der den killen, den Daddy, ohne dass die Frau das merkt? Could this be the burglar you saw yesterday? That's her. So what's our plan? How do we get her? If you can afford to give me 20 minutes, my uncle has a large net. Yes, a net. I'll go and get one now, Billy, and you stay to guard the office. Okay. I'm going to catch the criminal myself. But later. Na gut, ich würde ja nicht ihren eigenen Liebhaber umbringen, oder was? Weil ich mir immer noch frage, wie killt er den, ohne dass die Frau das mitkriegt? Aber gut. Stopp. Ich schaue auch nicht los. Apologies, Mrs. Capello, but I Hey, must die go. wartet nicht. Das macht keinen Sinn. Das macht eigentlich nur Sinn, wenn der Mann das war. Wobei auch das eigentlich auf an vielen Ecken keinen Sinn macht. Der hat den da im Tresor versteckt. I believe that I have found the truth, Mr. Capello, and that truth does not show you in a good light. And here I thought I had found a bright mind. Why would I need to kill Niccolo Detti? It's simple. Oh. So, welchen Grund hätte sie gehabt? Ah, guck mal, Miss Sevigny vordringt die Hilfe einer Person, die viel Erfahrung mit Einbrüchen hat. Es geht darum, dass sie heute Abend um 22:15 Uhr das Büro von Amor Coppello über die Hintertür betreten soll. Lass sie für sie offen. Wenn sie dann durch die nächste Tür eingehen, werden sie einen großen, verzierten Tresor sehen. Müssen sie so schnell wie möglich öffnen. Nehmen sie nichts aus dem Büro mit und verlassen das Gebäude, sobald sie den Tresor geöffnet haben. Wer die große... Ach krass, der Alte hat die noch angeheuert. Das hat er ja nicht mitgekriegt. You knew about Niccolo and Augusta. You loved her, and the Detti and Capello conflict is well known. You had to protect your family's reputation. Ha! Any simpleton can find reasons for me to dislike a Detti, though it takes a special kind to concoct an imaginary dalliance, too. How do you believe I killed him? Just threw him in the safe? Was dient als Tatwaffe? Er hat den irgendwie niedergeprügelt, ne?
Haben wir da irgendwann übersehen? I'll return to you later. Das stimmt, er hat ja eine Wunde am Kopf gehabt. Mann, man sieht hier auch nicht mehr durch, ey. Die Misere und der Hautfarbe zu erscheint der Entsteckungsflammen wahrscheinlich. Der Tote blüht auf den Händen und Anzeichen eines stumpfen Traumas auf der linken Seite des Kopfes, sobald nicht festzustellen ist, ob das stumpfe Trauma ein Tresor oder als davor verursacht wurde. Der geht ja da auch nicht freiwillig in den Tresor rein, ne? Muss ich da nochmal hin? Ich fasse es nicht. Ja, irgendwann muss ich übersehen haben. Der muss ja mit irgendwas auf den Kopf gehauen haben. Der engagiert eine Einbrecherin, dass die den Tresor öffnet. Wahrscheinlich vielleicht um neue Fingerabdrücke da dran zu haben oder was? Was war es? Oh, ich muss pinkeln, Leute. Ich gehe mal schnell, dann kann ich beruhigter weiterspielen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Sind Tresor ist ja schon tot. Genau. Ja, genau. Da lag er schon tot drin. Ja, der wollte auf jeden Fall den Hinweis auf den Täter lenken. Wir haben halt diese Trauma hier oben. Clear indications of blunt trauma, possibly inflicted before the victim was in the safe. Von was? Lass uns nur noch die Tatwaffe finden hier. Oh, why do I get the worst jobs? The bottle is half empty. Ist halt einfach nichts da. I swear I just saw a lion out there, on the railing.
A wine, well enjoyed. Na gut, dann dient da als Tatwaffe halt der Tresor, ne? Aber das ist vielleicht eine Lücke in der Logik des Spiels. Hinter dem Sofa. Hinter dem Sofa. Nee, du. Ein Schürhaken meinst du? Das kann ich nicht ran, komme ich nicht, kann ich nicht anklicken. Auch hier ist nichts mehr. Schade. Dann müssen wir einen Schuss ins Blaue riskieren, auf jeden Fall. Ist halt auch so ein bisschen... Ja gut, doch nicht. Bisschen komisch generell. Augenblick. Sag mal, sind hier eigentlich schon wieder neue Fälle dran? Nee, ne? Da kommt jetzt voran. What a long day. So, jetzt bitte I nochmal. believe that I have found the truth, Mr. Capello, and... Also, welches Motiv? You knew about Niccolo and Augusta. You loved her, and the Detti and Capello conflict is well known. You had to protect your family's reputation. Ha! Any simpleton can find reasons for me to dislike a deity, though it takes a special kind to concoct an imaginary dalliance too. How do you believe I killed him? Just threw him in the safe. Ja, und das könnte jetzt das könnte halt dazugehören, ne? That could have sufficed. Niccolo may have been unconscious, and you admitted you had full access to your office for most of the day. Or you could have changed the code during the day, then arrived unannounced in the evening to leave him nowhere better to hide. And why on earth would I do that? To get rid of a Detti? To force a confrontation with your wife? Either seems entirely plausible. To you, perhaps, but how would I even know when to do the deed? Das war ja nicht so doof. Das war gar nicht so doof. Der hat den Tresor geöffnet, damit der sich dann da drin versteckt, wenn er zurückkommt. Welche Gelegenheit ermöglichte die Tat? Welche Gelegenheit ermöglicht die Tat?
Muss mal gucken, was die gerade erzählt haben. Passenden Zeitpunkt für meine Tat wissen sollen. Ach so, na, weil er abends ja immer weil abends ja immer der Typ kam. Warum war das denn? I'll return to you later. Ah! I believe that I have found Ach the truth, Mann, Mr. ey. Capello, and So, Motiv. you knew about Niccolo and Augusta. You loved her, and So, dann that could have das. sufficed. Niccolo may have been unconscious, and Und jetzt, woher wusste er wann? Da geht es jetzt darum, dass die immer spät arbeitet. You've lost the plot, young man. It's gibberish. Just Scheiße. admit it. All this time, all this effort, and you get caught up in a fantasy. A shame. Das war Still, falsch. a fine way to kill some time until my lawyer arrives from Italy. I trust you will see yourself out. Penner. Decision. We did all that work, and in the end, Ey, hallo? Oh. Wird das hier nochmal laden, die Kacke. 33, 20 Minuten sitze ich jetzt hier schon dran an der Kacke. Fass es nicht. Also muss da irgendwas mit diesen 22:15 Uhr zu tun haben. Ich muss hier nochmal abspeichern, bevor ich jetzt von dem Quatsch dann muss ich immer den Weg dahin rufen. what a long day. Also sagen, der Fall zu Ende ist ja doof. I believe that I have found the truth, Mr. Capello. So, also erstmal. You knew about Niccolo and Augusta. You loved her? Jawohl. That could have sufficed. Niccolo may have been Die Gelegenheit. You planned this. Billy's time of work was changed. Jawohl. You met with detectives. You planned when it would happen to the minute. Indeed? How very convenient. Except the detective was my client, and I moved Billy's shift because I was worried about Augusta.
Young man, if your mind were applied to something useful, you could truly be something. Frech, würde ich sagen. Frech. The game is over, Mr. Capello, and today you lost. You may think so, but just wait until my lawyer arrives. The police might see things differently. Perhaps, but the truth is the truth. My work here is done. Good day, sir. Raus darin. Get your decision. We did all that work, and in the end, nothing about this case changed. Come on, Sherry. Say, I am the law. Was ist jetzt mit John? Warum ist der jetzt? Mr. Capellos Verhaftung halte ich für falsch. Er wirkte nicht eifersüchtig. Zumindest nicht eifersüchtig genug für einen Mord. Der eiserne Sarg. Also, komisch. Ich muss jetzt mal gucken, was passiert, wenn ich bei der Augusta mache. Das ist doch alles ein bisschen ungeheuer hier. Vielleicht hat sie die natürlich da auch eingesperrt in den Tresor, um den vor dem Mann zu verstecken. It is a shame it has come to this, but it is patently obvious that you are responsible for Niccolo Detti's death. How dare you? I wouldn't want him to. I see you need some persuasion. I know that Niccolo Detti went to the office to meet you. Reding ermöglicht die Tat. This is nonsense. I did not know Mr. Detti was at the office. You knew he was in the safe, but rather than get the combination code from your husband, you sought to free him another way. Das war schon mal falsch, was ich gerade gemacht habe. Wait here, I need a moment to think. It is a shame it has come to this, but it is patently obvious. Nochmal, Reding ermöglicht die Tat. It was a midnight tryst. Niccolo would visit the office once Basilio left, but this time he returned. So you hid Niccolo in the safe. A foolish move. I didn't know the code had changed. It was the only choice. I couldn't let him be found. I loved him. Really? You could have saved his life by simply speaking with your husband, but you sought to free him another way. Wie hat sie denn sonst versucht, ihn zu befreien? To free Mr. Detti, you hired Felicia Sevigny, a petty burglar, to crack the safe, and as a result,
You killed your Ach du Scheiße. It's because the combination had changed. It is not my fault. You are splitting hairs, Mrs. Capello. The fact remains you chose to risk Niccolo's life rather than call your husband. And I know why. Ach Gott, ein Unfall. You were afraid how it would affect the reputation of the Capellos, and you feared what your husband would do as a consequence. He's a good man, but he cares about his business, about the family. It would have destroyed him. And now he's accused of murder, Mrs. Capello. How considerate of you. Mio Dio, how did this all happen? Mrs. Capello, there is a way out of this mess. When the inspector arrives, tell him very little, insist you were with your husband and that he is innocent. But afterwards, you must tell Basilio about Niccolo. You wronged your husband. He deserves the truth. Perhaps. Yes, I believe you are right. Please give me some time to prepare myself. And thank you. Goodbye, madam. I'm behind you with this one. Some people deserve a second chance. Ja, mir ist über das Schuldige, also würde ich an die Papa nicht umbringen. Gut, dass Sherry sie nicht in der Gitter gebracht hat. Das war krass. Das war wirklich eine Tragödie. Das hätte man sich echt nicht dümmer ausdenken können. Gut. Tja, wieder mal ein sehr cooler Fall. Und jetzt fehlen uns so ein bisschen die Nebenquests. Also Schatzinsel haben wir natürlich noch. Das leere Haus hatte so ein bisschen mit der Hauptstory zu tun. Damit geht's beim nächsten Mal weiter. Mit der Hauptstory von Sherlock Holmes. Und der Flo, der sagt jetzt nach 1,5 Stunden. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann, Lucy.